Hallo, hier sind wieder Patrick und Christian von AKA. Hallo zusammen. Und in diesem Video möchten wir euch mal unsere beiden Salzsorten, unser Premium Reef und Organic Active Salt, ein bisschen näher vorstellen und auf die häufigsten Fragen eingehen. Ihr wundert euch vielleicht, ist ein bisschen anders präsentiert. Wie ihr wisst, gibt es bei uns immer viel fürs Geld. Heißt, die Dinger waren auch ordentlich schwer. Das war der Knackpunkt für unseren Tisch hier. Deswegen haben wir es jetzt mal so gemacht. Wir hoffen, ihr seht alles. Und ja, lasst uns anfangen. Christian, kannst du vielleicht erklären, was ist zu beiden zu sagen? Was ist so der Unterschied auch? Also beide Salze enthalten Calcium, Magnesium, Carbonat in einer sehr ausgewogenen Form. Natürlich dann auch ungefähr 70 weitere Inhaltsstoffe, also sprich Mikro-, Makronährstoffe, Spurenelemente. Es sind beide synthetische Salze. Sie sind sehr schnell löslich. Genau. Ist ja auch immer eine wichtige Geschichte, dass ich eben nicht ewig lange warten muss, sondern ich kann sie auflösen. Sie sind kristallklar aufgelöst und ich kann sie verwenden. Ja, lösen sich auch sehr schnell im kalten Wasser auf. Also man braucht auch bei beiden Salzen nicht diesen Trick anwenden, wie man es früher genommen hat, dass man immer Mineralwasser wegen der Kohlensäure noch mit hinzugegeben hat, dass sich schneller auflöst. Also ist bei beiden Salzen nicht nötig. Also beide haben die gleiche optimale Basis. Genau. Was unterscheidet sie da noch? Was ist dann hier noch quasi der Unterschied, was zum Organic Active zum Beispiel? Also Premium-Salz ist unser Basissalz. Wir empfehlen das Premium-Salz vor allem für den Start von Aquarien, dann auch, aber auch für die Langzeitpflege. Aber ich sage jetzt mal für die Pflege von gut besetzten Korallenaquarium empfehlen wir Ihnen unser Organic Active Salz. Beim Organic Active Salz sind einfach noch organische Bestandteile mit enthalten, die das Korallenwachstum fördern, die das Polypenbild fördern. Also man sieht richtig eigentlich den Erfolg mit dem Organic Salz bei gut besetzten Aquarien. Okay, also nochmal so ein kleiner Push, wo man wirklich nochmal ein bisschen mehr rauskitzeln kann. Okay, würdest du Organic Active auch zum Start empfehlen? Beim Premium hast du ja gesagt, Start- und Langzeitpflege. Organic Active auch problemlos zum Start oder was ist hier so die Empfehlung? Das Organic Active Salz würde ich nicht für einen Start empfehlen, sondern also nur für Aquarien, die wo schon eine Zeit lang laufen und einen guten Korallenbesatz haben. Auch wenn manche Kunden dann vielleicht sagen, okay, ich besetze aber ja mein Aquarium gleich. Es brauchen trotzdem, wenn ich die Korallen einsetze, die Korallen brauchen immer 1 bis 2 Wochen, bis sie sich akklimatisiert haben und dann anfangen zu wachsen. Ab dem Zeitpunkt, wenn ich sehe dann, okay, meine Korallen wachsen, kann ich vom Premium-Salz dann aufs Organic-Salz dann umsteigen. Okay, also wunderbar. Ihr müsst einfach ein bisschen quasi individuell auf euer Aquarium reagieren. Könnt dann, wie gesagt, wählen, welches ihr verwenden möchtet und beim Start immer beim Premium bleiben. Genau. Gibt es irgendwas zu beachten bei den Salzen? Wahrscheinlich jetzt eher nicht, außer natürlich die Dosierung, dass man die Dosierung beachtet. Also entsprechend die Dichte einstellen. Wir haben alle Daten auf die Eimer draufstehen. Dann praktisch, sobald die Salze aufgelöst sind, kann ich sie auch sofort verwenden. Okay, was natürlich immer eine wichtige Frage ist und wenn es auch geht um Entscheidung, welches Salz nehme ich, von welchem Hersteller nehme ich, was ist der Unterschied. Wir sind zum einen, denke ich mal, im Bereich, dass wir die Werte so angepasst haben, dass sie eigentlich in dem Idealbereichen liegen. Es ist jetzt kein Ausreißer in irgendeine Richtung. Und von den Qualitätsstufen, hier haben wir halt immer Unterschiede bei Salzen. Welche Qualitätsstufen haben wir hier gewählt? Also beide Salze entsprechen jetzt dem europäischen Reinheitsgebot. Genau. Okay, also wirklich höchste Qualität eigentlich, die man dafür bekommen kann. Es ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, weil viele Kunden gehen ja mittlerweile über und machen eine ICP-Analyse. Und wenn da irgendwelche Verunreinigungen jetzt im Salz innen drin wären, man würde es ja da sofort sehen. Und da sind wir von der Reinheit sehr gut und man sieht es ja auch an die Rückspiegelungen von unseren Kunden. Das ist immer der wichtigste Faktor, wenn ihr uns positive Rückmeldungen gebt und das ist eigentlich immer so, dann haben wir da das Feedback, dass es auch richtig ist, was wir im Labor sozusagen uns ausdenken und entwickeln. Beide natürlich auch wahrscheinlich perfekt geeignet für die Verwendung mit unseren Meerwasserprodukten. Ja, sind beide dafür ideal geeignet. Also wenn ihr Wasserwechsel mit dem Basic-System zum Beispiel zusammen macht oder mit dem All-in-One, dann könnt ihr mit beiden problemlos arbeiten. Genau. Dann würde ich sagen, probiert's aus. Wir freuen uns auf die Rückmeldungen. Wenn ihr Fragen zu den Salzen habt oder weiteren Produkten, bitte einfach bei uns melden, gerne auch im Social-Media-Bereich auf sämtlichen Plattformen.
Ihr könnt uns E-Mail schreiben, ihr könnt uns anrufen. Wir stehen da immer gerne bereit und sagen ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.